Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich einen Dübel, also einen Schraubanker, in den Katalog ablegen möchte. Ich habe mir dazu die Seite von Würth aufgerufen. Man sieht es auch hier an der Liste, an der Seite. Hier kann ich unter den unterschiedlichsten Normteilen aussuchen. Ich habe mir hier diese Betonschraube WPS Typ S ausgesucht, wo ich hier noch die Darstellungsart einstellen kann. Das heißt, ich kann mir hier einstellen, wie möchte ich diese Schraube definieren und darstellen. Ich habe hier weiterum die Formate, in welches Format ich diese Teile exportieren kann. Wähle hier dazu HiCAD 2023 aus und habe hier im unteren Bereich noch weitere Informationen, die für mich in weiterer Hinsicht wichtig sind für die Stückliste. Im Grunde genommen wäre es sehr einfach, hier einfach mit diesem Click-to-Cut-Tool, welches auch mit Hilti, Fischer und vielen anderen Produkten möglich ist, in HiCAD zu importieren. Diese Teile werden hier direkt in HiCAD importiert. Für mich ist es jedoch sehr wichtig, da beim Import nicht immer alle relevanten Werte übergeben werden, die für mich in weiterer Hinsicht wichtig sind. Ich möchte nämlich auch noch Bezeichnungen, Artikelnummer wäre natürlich hier schon drinnen, aber die Bezeichnung ist für mich hier nicht sehr aussagekräftig für die Stückliste. Und wenn ich dies einmal importiere oder in den Katalog ablege, dann möchte ich hier dies nur einmal machen, damit ich das für die nächsten Schritte nutzen kann. Dazu habe ich viele Möglichkeiten. Als erstes gebe ich hier einfach mal meinen Teilenamen ein. Unter diesen Teilenamen wird mir in weiterer Hinsicht diese Style als Teil abgespeichert. Im zweiten Schritt habe ich hier die Möglichkeiten, diese Werte hier direkt zu editieren, was ich aber im nächsten Schritt im Katalog machen möchte, der Linienarten. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich diese Teile abspeichern kann. Unter anderem gibt es einmal die Möglichkeit, dass ich dies hier in diesen sogenannten Teile- und Bearbeitung-Katalog ablegen kann oder dass ich hier diesen Dübel als Zukaufsteil ablegen kann. Aus meiner Sicht lege ich diese Teile lieber in die Zukaufsteile ab, da ich hier den großen Vorteil habe, dass diese dann, wenn sie abgespeichert worden sind, als Normteil erkannt werden und dadurch automatisch in den Schraubenlisten als Normteile definiert sind. Jetzt muss ich nur eines wissen: Wenn ich dies als Zukaufsteil ablege, dann muss ich hier beim Abspeichern ein sogenanntes Teile-Koordinatensystem erzeugen. Dies kann ich hier definieren. Dazu gebe ich hier im Prinzip den Einfügepunkt, das soll hier natürlich die untere Seite sein, einen Quadrantenpunkt, das wäre einmal hier und der zweite wäre natürlich hier, und ich kann hier danach über diese Funktion die Sichtbarkeit des Teile-Koordinatensystems darstellen. Hierbei ist es wichtig, das Teile-Koordinatensystem so zu definieren, dass die Z-Achse nach oben steht, damit die Schraube danach richtig eingebaut wird. Jetzt gehe ich einfach auf den Anker mit der rechten Maustaste und sage hier in diesem Fall Teil referenzieren und speichern. Ich habe hier die Möglichkeit, dies als Teil mit Katalogeintrag zu speichern. Im ersten Dialog werde ich abgefragt, wo es in den Katalogverzeichnissen abgespeichert werden soll. Dazu habe ich mir bereits einen Ordner angelegt und danach kann ich hier die Unterscheidung machen zwischen Teile und Bearbeitungen oder Zukaufsteilen. Wie gesagt, wenn ich hier die Zukaufsteile wähle, dann werden mir die Teile auch mit diesen Normteilkennungen hinterlegt.
Mit OK werde ich hier noch ein paar Schritte abgefragt und kann hier in diesem Fall gleich meine Vorschau anschauen. So, man sieht hier, dass ich hier diese Schraube jetzt in meinem Katalog habe und jetzt kann ich hier gewisse Teile oder Werte an die richtige Stelle platzieren. Als Beispiel hier möchte ich die Artikelnummer an dieser Stelle haben und ich möchte hier natürlich von der Bezeichnung her den Namen der Betonschraube, also Betonschraube WPS, Dübelgröße 10 x 60. Das heißt, ich schreibe hier WPS Typ ist M10 x 60. Diese Bezeichnung lasse ich hier im Prinzip weg. Das heißt eine Betonschraube. Das heißt, beim Einbau möchte ich natürlich auch noch die Teileart Betonschraube von Würth haben. Und der Typ ist für mich hier in diesem Fall WPS. Das ist meine Auswahl. So, in diesem Fall habe ich hier meine Teile fixiert, eingebaut und wenn ich jetzt dieses Betonschraube einbauen möchte, habe ich hier die Möglichkeit, dies hier auszuwählen und ich habe hier gleich diese Auswahl WPS und wenn ich diese Schraube jetzt einbaue, dann sieht man hier, dass ich diese Schraube eingebaut habe. Sieht jetzt natürlich etwas komisch aus, aber wichtig ist hier, die Z-Achse zeigt nach oben und man sieht hier, dass ich diese Teile oder diese Benennungen sofort in der richtigen Spalte drinnen stehen habe, was für mich in weiterer Hinsicht natürlich wichtig für die Stückliste ist.